Also wir haben da so ein Brett, das kann man draussen der Schiebetür aufhängen. Wir brauchen es meistens zum Kochen. Das ist sehr cool, das ist simpel und sehr gut. Und wir haben schon neue Verwendungszwecke. Wir können neuerdings auch noch drinnen kochen mit diesem Brett. Genau. Aber eigentlich wollte ich etwas zum Wasser sagen. Das Wasser ist hier mit Wassertank und Abwasser. Das bewährt sich, das funktioniert. Wasser hier rauslassen. Die Wasserfläschchen können wir hier ausfüllen, aber es länger sein. Das Einzige, was ist, wenn wir Offroaden und einen ganz vollen Wassertank haben, kommt oben Wasser raus, dann müssen wir so ein Tüchlein rundherum tun. Aber wenn wir dann mal irgendwo sind, was so einen Campingshop hat, oder so, kommt eigentlich so eine Deko, die für das gemacht ist, dann ist das eigentlich auch gelöst. Am letzten Tag von unserer Abreise hat der Flo das kleine Druckchen gemacht. Und das ist super noch wegen den Zahnbürstchen und so Abwaschmittel, Zahnpaste. Das Einzige, was wir hier angepasst haben, ist eigentlich, das ist nicht fest angemacht, eine rutschfeste Matte drunter und jetzt hebt. Und das bei allen oder fast allen Strassen, die wir bis jetzt gefahren sind. Als Kocher haben wir den Origo 3000. Den haben wir hier verstaut. Und zwar ist der einfach so in diesem Kistchen innen und mit diesen Gummizügen angemacht. Und wenn wir ihn brauchen, ziehen wir ihn einfach vor und stellen ihn draussen herstellen und kochen dort. Das ist natürlich ein bisschen mühsam, weil man ihn rein tun und rausnehmen und nicht einfach so schnell rausziehen und brauchen. Das dauert ein bisschen länger. Aber dafür ist man absolut flexibel. Man kann einfach auch mal 20 Meter, 30 Meter vom Bus weglaufen und dort hier kochen, wenn man das möchte. Genau. Und als zweiten Kocher haben wir noch einen kleinen Gaskocher, weil der funktioniert mit Brennspiritus. Das ist so ein kleiner, portabler, den man dann braucht, einfach zum Kaffee machen am Morgen oder wenn wir nur schnell heißes Wasser machen oder etwas Kleines. Dann ist man noch ein bisschen schneller, hat noch ein bisschen mehr Leistung. Das hält uns das Ganze eigentlich auch flexibel, weil diesen Kocher kann man auch von innen nehmen und den hier auch. Man müsste nicht hinten aufmachen und es rausziehen. Jetzt 2 Schäftchen, die eigentlich seit Anfang an sozusagen gleich geblieben sind. Eins ist das hier. Da sind im Flo seine Kleider drin, unsere aktuellen Bücher, die wir gerade am Lesen sind und so Techniksachen oder Kopfhörer. Da ist das einzige Dumme, dass das hier manchmal spinnt. Sonst ist alles gut. Und gerade nebendran haben wir ein Schränkchen, da verstauen wir im einen Fächlein unser technisches Zeug und unten dran haben wir Ersatzgas und so Ersatzabwaschmittel. Das ist auch gleich geblieben. Da hat man noch Platz für weiteren Stauraum drin. Wir haben ja immer wieder Sachen, die wir nicht täglich brauchen und wo wir nicht so einen guten Platz gefunden haben. Bis Zara auf die Idee gekommen ist, dass wir eigentlich einen Keller einrichten könnten. Und zwar befindet sich unser Keller jetzt hinter dem Kühlschrank. Da an der Hinterwand haben wir unseren Tisch angemacht. Da unten kommen aber die 2 Stühle her. Da kann man einen Stuhl auf das Packmaß einpacken. Wenn wir hier rein eine Schaufel, die kommt euch hinten dran. Eigentlich haben wir seit Anfang an da einen Platz gespart für ein Bierli. Bis jetzt gibt es das noch nicht. Vielleicht kommt es irgendwann, vielleicht auch nicht. Etwas, was wir noch neu gemacht haben, ist da das Nützchen da. Das ist noch gut, da können wir die Plastiksäcke da verstauen. Wir haben es zuerst hier hinten gehabt, das habe ich optisch irgendwie wüst gefunden. Hier sieht man sie nicht. Hier haben wir unser ganzes Kochzeug drin. Einerseits natürlich das ganze Besteck, so ein kleines Besteckkörbchen, das hier oben eingeklemmt ist, wo man auch gut von oben dazu kommt. Andererseits haben wir dann von unten alles, das ganze Kaffeezeug hier. Hier haben wir unsere Dauer, Gewürze und sonst noch so ein bisschen Essenssachen. Hier hinten dran haben wir noch Salz und Öl und Schwingbesen und das, was man so hat. Und hier unten jetzt noch Tassel und Becher, sowie weitere Vorratssachen, die wir brauchen zum Essen. Und es hat alles Platz gehabt. Wir wissen zwar nicht genau wieso, wir haben es auch nicht so geplant, aber es geht halt so auf. Meine Kleider sind zuerst
da in unserem sogenannten Sideboard gewesen. Und das haben wir schon recht schnell gewechselt, da in die Sitzbank rein. Und das ist wirklich super. Erstens mal habe ich immer warme Kleider vom Motor. Und zweitens ist es mega praktisch, ich habe vom Bett aus. Das ist sehr gut. Durch das hat es mega viel Stauraum gegeben in diesem Sideboard. Und zwar für Medis, die geschützt sind von Sonne, Abwäschtüchli, Deos, manchmal sind noch unsere Duschtüchli drin. So das, was man so ein bisschen im Alltag immer wieder braucht. Das ist mega gäbig. Oft haben wir einfach Sachen, die wir aufhängen müssen. Und am Anfang haben wir nicht so genau gewusst, wo. Und dann haben wir noch so Haken gekauft hier. So sieht die aus, die sind magnetisch. Und die sind wirklich super, die können wir auch draussen dran machen, mal ein Tüchlein anhängen. Oder wir haben es eben hier innen. Und dann kann man da dran etwas anhängen. So wie hier. Das Bett haben wir extra aufziehbar und aufklappbar gemacht, weil es auch mega gut ist. Auch die 2 Lattenröste schlafen eigentlich sehr gut. Man kommt zu dem Zeug hier auch von der anderen Seite rein. Das Einzige, was ist, das, was da unten und da hinten unten ist, kann man nur mit dem, wenn man das Bett auflüpft, rausnehmen. Und ja, das scheisst mir immer ein bisschen an zu machen. Und darum, falls wir mal viel Zeit haben oder viel Regen oder so, dann können wir uns vielleicht auch überlegen, da eine Öffnung zu machen, obwohl das aus optischen Gründen wir eigentlich nicht haben wollen. Hier innen haben wir früher unsere Schuhe gehabt, die wir nicht gebraucht haben. Also Trekking-Schuhe oder auch Flipflops sind da, wenn es nicht so warm war. Obwohl es fast immer warm war. Es hat sich aber herausgestellt, dass das nicht so praktisch ist. Vor allem, weil wir unsere Kleider nehmen, die wir gar nicht anhatten, Pulli oder so, haben wir hier oben drauf so aufgetürmt. Und dann haben wir hier immer so eine Kleiderbiegung gehabt. Da haben wir auch noch unsere dreckigen Kleider drin. Von dem her war da alles voll gewesen. Und jetzt haben wir das geändert, jetzt sind unsere Schuhe am anderen Ort. Und hier haben wir jetzt Wechselkleider drin. Wo man dann schnell dazukommt von außen und auch von innen. Und wir haben auch noch Pfanne hier rein, die man nachher da gemütlich rausnehmen kann und zum Kochen brauchen. Sarah hat auch ein Video geschnitten und bei schönem Wetter hat sie das drinnen müssen und dann der Laptop eingesteckt ist. Das war nicht so toll. Für das haben wir jetzt aber ein wunderbares Verlängerungskabel mit einer Zigarettensteckdose, wo man den Laptop aufladen kann. Und dann kann man das nämlich bis rausnehmen und draussen einstecken und draussen Sonne am Tisch hocken und dort Video schneiden. Als Sicht- und Wärme-Kälteschutz haben wir verschiedene Sachen gemacht beim Umbau. Einerseits haben wir die Scheiben getönt. Das ist sehr gut, dass die Leute wirklich nicht reingesehen. So, es spiegelt sie auch. Für uns macht es im Bus natürlich ein bisschen dunkler, als wenn wir normale Scheiben haben, aber das ist, ich glaube, die Vorteile überwiegen. Dann haben wir blickdichte Vorhänge, die wir ziehen können. Ja, die sind blickdicht, das ist gut, dass man nicht reinsieht. Wenn man da, auch am Abend, wenn man das Licht anzündet, so geht auch kein Licht raus und es kommt aber auch kein Licht rein. Für die Fahrerkabine haben wir Isolationsmatten gekauft, nicht selber gemacht. Ja, die sprechen auch von sich. Wärme-Kälteschutz, das machen sie. Und wir haben aus einer Picknickdecke selber noch Thermovorhang gemacht, wo man zu der Fahrerkabine runterlassen kann. Und das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gebraucht. Entweder, wenn wir nicht so offensichtlich wollen, dass man sieht, dass jemand drinnen schläft. Oder wir können es auch noch nutzen, wenn es jetzt sehr, sehr kalt werden zum Abtrennen zu der Fahrerkabine. Hier haben wir unsere Batterie und unser ganzes Stromzeug. Also, wir haben von Sitec ein Gerät, das nachher die Batterie ladet und schaut, dass beim Fahren beide Batterien geladen werden, das Solarpanel angehängt ist, alles. Darunter haben wir eine Lithium-Ionen-Batterie, 80 Ampere-Stunden, die bis jetzt gelenkt hat. Nur einmal ist es knapp geworden, aber dann hat es nicht richtig geladen. Hier drinnen ist unser ganzes Werkzeug und sonst so Sachen, die man halt braucht oder hoffentlich nicht braucht, meistens nicht braucht. Dann haben wir hier den Kompressor, um wieder Druck auf die Pneu zu geben, wenn wir ein bisschen Druck abgelassen haben. Unsere Standheizung. Und man kommt von hier noch so einem kleinen Fächchen, wo wir nachher so ein bisschen Essen drunter schieben, das vorne nicht mehr Platz hat irgendwo. Also da ob wir haben wir noch eine Sackmarkise, die ist sehr lang, das heisst wir müssen es zu zweit, um sie aufzutun, zusammentun.
Ja, die ist gut. Wir brauchen es aber einfach gar nicht so oft, wie wir gedacht haben. Auf dem Dach haben wir unsere Sandblech, die wir auch schon mal gebraucht haben und es hat nachher funktioniert, wir sind rausgekommen. Solarpanel, unser Ersatzpneu, 2 Kisten, wo unser Kletterzeug so drin ist und Wasserfilter, sowie 2 Kanister. Und seit neuestem mein Wanderstock fährt auch noch da oben mit. Was sich definitiv bewährt hat, ist der Block hier, wo wir brauchen, um so ein bisschen kleinere Sachen drin zu tun, die man zwischendurch beim Fahren mal braucht, ein Snack oder unser Wasser tun wir da hier rein. Und wir haben hier noch Stromanschluss, einmal Zigarettenanzünder und 2-mal USB-Anschluss, wo man das Handy laden kann, das man gerade brauchen beim Fahren. Und auch für so kleinere Sachen hier vorne drin, zum Beispiel für einen Radioempfänger oder so. Also der Block hier definitiv bewährt. Die Schuhe, die wir vor einem anderen Ort hatten, sind jetzt hier vorne drin. Also einfach unsere Trekking-Schuhe, weil die anderen legen wir zum Fahren an, da haben sie einfach schnell hinterher gestellt. Die passen hier gerade rein und stören hier auch nicht mehr.